Für diesen Innenraum brauchen wir allerhand Schutzausstattung und eine Methode, die super schnell funktioniert. Alternativen zur herkömmlichen Reinigung zeigen wir dir in diesem Video. Ich weiß, ihr liebt Extremfälle, ich finde sie auch immer super fürs Video, aber hier ist halt wirklich ein harter Brocken. Wir haben eine Menge, was hier zusammenkommt. Wir haben staubige, sandige Verschmutzung, wir haben Tierverschmutzung, wir haben allerhand Körperflüssigkeiten, die sich hier irgendwie abgesetzt haben. Wir haben Finger, wir haben Fett, wir haben Schweiß, wir haben alles und alles in einem Auto. Das müssen wir wegbekommen. Zum einen, damit es sauber aussieht, aber auch wirklich sauber ist. Denn wir fassen natürlich hier viele Dinge im Auto an. Und auch wenn es unser eigenes Auto ist, bringen wir von draußen, von unseren Tieren, von unseren Verwandten, von unseren Freunden allerhand Keime und Schmutz ein. Um den bei so einem Zustand zu entfernen, gibt es natürlich diverse Methoden. Wir können das hier alles mit dem Tornado nass durchpusten, die Sitze, Sprühechsen und alles wirklich nass hier reinigen. Hat den Nachteil, wir verbrauchen viel Chemie. Wir sehen während der Reinigung kaum, was passiert. Und wir müssen vielleicht viele Schritte wiederholen. Und im schlimmsten Fall durchnässen wir Polster, durchnässen wir Stoffe, die nicht so viel Nässe vertragen. Dazu haben wir jetzt eine Alternative. Wir wollen hier mit Trockeneis rangehen, wollen zeigen, was mit Trockeneis geht, was vielleicht auch nicht geht und wie das Auto nach einer Trockeneisreinigung aussieht. Und uns dann am Ende mal anschauen, wie ist das Zeit- und Kosten-Nutzen-Verhältnis. Hat sich das hier gelohnt oder würde ich vielleicht doch zur alternativen oder zur herkömmlichen Reinigung greifen? Machen wir mal eine kleine Bestandsaufnahme. Man sieht ganz deutlich nicht nur normale Alltagsverschmutzungen neben Dreck und Staub, auch überall Fingerabdrücke, Flecken in den Sitzen, Hundespuren, Sand, also allgemein wirklich ein stark verschmutztes Fahrzeug, bei dem man sich gut vorstellen kann, dass wir nicht nur Sand und Schmutz haben, sondern wirklich Sachen, die irgendwie gesundheitsrelevant sind, Keime, Viren, Bakterien, Schimmelpilze, was da alles so dazugehört. Gerade wenn Tiere im Spiel sind, geht das doch schnell. Und wenn man da nicht dran bleibt, kann sowas wirklich schnell mal passieren. Von daher, Ausgangszustand ist wirklich ein optimaler Test für unsere These. Um das subjektive Empfinden hier auch mal messbar zu machen, haben wir jemanden eingeladen, der uns dabei unterstützt. Das ist Frank von Health Complete. Er nimmt jetzt hier mal ein paar Abklatschproben, ein paar Keimtests, sodass wir am Ende auch auswerten können, was wir hier an Bakterien, Keimen und Verschmutzung beseitigen können. Hallo, mein Name ist Frank. Ich arbeite bei der Firma Health Complete und bin heute im Team von Dry Ice. Und ich begleite diese ganze Sache mit Tests, die wissenschaftlich hinterlegt sind. Wir machen dabei einen Schimmeltest und wir machen dabei einen Test auf Enterokokken. Wir machen diesen Test vorher und nach der Reinigung. Des Weiteren machen wir einen ATP-Test, womit wir den allgemeinen Verschmutzungsgrad in diesem Fahrzeug dokumentieren können. RLU-Werte über 500 sind als gesundheitlich bedenklich einzustufen. So, im ersten Schritt müssen wir natürlich den losen Dreck entfernen. Den würden wir sonst mit Trockeneis nur durch die Gegend pusten. Das heißt, wir fangen erstmal an mit dem Saugen, mit dem Reinigen der Fußräume, der Sitze, also dem losen Sand. Dann nutzen wir Trockeneis. Wie gesagt, wir gehen hier mit Trockeneis auf alle Oberflächen und nutzen keine weitere Chemie, um den Test nicht zu verfälschen. Gerade bei einem Sitz würde man vielleicht mit so vielen Flecken anders rangehen. Aber wie gesagt, es geht jetzt wirklich mal um eine reine chemische Belastung der Oberfläche bzw. mikrobiologische Belastung der Oberfläche. Deswegen hier der reine Test mal nur mit Trockeneis. Und auch beim Lenkrad, da ist natürlich Trockeneis immer super. Wir kommen in jede Ritze, wir reinigen die Ritzen und Poren tiefenfrei. Bei Leder muss man grundsätzlich mit Trockeneis ein bisschen vorsichtig sein. Allerdings bei so straff gespannten Leder wie am Lenkrad ist das kein Problem. Und auch für Lüftungsschlitze und wie gesagt, alle Kanten da Trockeneis so oder so eine Stärke, egal ob ich damit jetzt desinfiziere und reinige. Tachobereich ist natürlich auch immer kritisch. Wer niest meistens geradeaus, trifft den Lenkrad, die Hupe oder Hupabdeckung und den Tacho. Für die Lüftung können wir Trockeneis auch benutzen, um dort alles abzutöten bzw. zumindest mal zu reinigen. Das funktioniert auch sehr gut und wir arbeiten uns unseren Weg weiter von den Türpappen nach unten über die Lichtschalter bis hin zum unteren Bereich. Gerade an allen Bauteilen, wo Elektronik vorhanden ist, können wir Trockeneis gut einsetzen, weil halt nahezu keine Feuchtigkeit entsteht. Durch das Eis selber gar nicht. Wir haben ein bisschen Kondensfeuchtigkeit an der Oberfläche, aber das ist, denke ich, relativ wenig. Und deswegen lässt sich Trockeneis super auf allen Oberflächen im Innenraum einsetzen. Wie gesagt, auf glatten Oberflächen würde man eigentlich wahrscheinlich einen passenden Reiniger zur Verstärkung nehmen.
wenn man gerade so Türpappen hat, die so strukturiert sind, aber hier für die ganzen kleinen Bereiche optimal geeignet, um auch in die Tiefe zu kommen, wo auch mal der Schweiß irgendwie drin ist und der Schmutz reinkommt, dass man das wirklich richtig sauber machen kann. Im Reinigungsergebnis sehen wir, dass zum einen die Sitze sehr ausgeblichen mittlerweile sind. Das ist der eine Faktor. Der andere ist, dass man gerade für Wasser, Kalkflecken und so Reiniger, Rückstände und Ablagerungen wie hier doch nochmal einen Sprühex nehmen sollte. Gerade beim Fahrersitz sieht man das, da waren wir sehr exzessiv dran. Da ist noch ein bisschen Potenzial für reine Fleckenentfernung. Wie gesagt, da ist Trockeneis nicht perfekt, aber es ging jetzt hier darum, einfach mal die Grenzen zu zeigen und auch mal zu zeigen, ob es hauptsächlich möglich ist, mit Trockeneis zu desinfizieren. Dann kommen wir zu dem Hauptpunkt, nämlich der Desinfektion. Wir nehmen nochmal verschiedene Abklatschtests und eben auch unseren Test der allgemeinen Verschmutzung an den gleichen Bereichen, an denen wir vorher waren, um auch vergleichen zu können, hat denn unsere Reinigungsmaßnahme auch rein auf Hygienebasis was gebracht. Wir testen den Schaltknauf, der natürlich oft angefasst wird, zur Erinnerung der Wert und jetzt hier bei 21, also ein Wert, von dem man essen kann. Wirklich super. Und hier die 800, wer sich daran erinnert, von der Hupe und den Bedienelementen vom Lenkrad, nehmen wir jetzt auch mal hier ab und gucken, ob wir da weitergekommen sind. Natürlich eine der größten Belastungen durch Niesen und Husten. Und da sind wir bei 13. Von 800 auf 13, wie gesagt, absolut stark. Und auch von den typischen anderen Bedienelementen, Lichtschalter, Armablage. Auch nochmal ein RLU-Test, da sind wir immerhin bei 53. Also alles im Lebensmittel-in-Ordnung-Bereich. Und wie gesagt, um auch nochmal die Schimmel- und Bakterienbelastung zu messen, machen wir nochmal Abklatschtest von den Oberflächen, die wir hier einblenden. Im Wert der allgemeinen Verschmutzung können wir natürlich eine extreme Veränderung sehen im oberen Bereich von 800 auf 13. Mit anderen Worten, man kann von der Hupe jetzt essen. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Die Bakterientests blenden wir euch jetzt hier ein. Ja, und auch im Bereich der Bakterienkulturen sehen wir hier einmal die bebrüteten Bakterien vor unserer Reinigung und die bebrüteten Bakterien danach, genauso wie die Schimmelsporen. Also wir haben da wirklich ein gutes Reinigungsergebnis erzielt, das nicht nur optisch sauber ist, sondern auch tatsächlich hygienisch. So, wir sehen also, mit Trockeneis hat man vor allen Dingen einen riesen Vorteil, das ist die Zeitersparnis. Für die Leistung, die hinter uns steht, mit dem Zustand und dem Ergebnis, brauchen wir sonst locker 8 bis 10 Stunden, schätze ich mal, in dem Umfang. Jetzt mit Trockeneis waren es ungefähr 4 und 1,5 Kisten Trockeneis. Das heißt, man kann auch mal etwa so 75 € plus Steuer an Material drauf rechnen, aber natürlich kein Vergleich zu 4, 6 oder noch mehr gesparten Arbeitsstunden. Natürlich hat es auch seine Grenzen. An manchen Stellen muss man auch einen Reiniger mit einsetzen, gerade auf glatten Kunststoffen. Beim Stoff muss man vielleicht so nochmal nacharbeiten. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber beim Trockeneis sieht man auf jeden Fall gleich, was passiert und kann super reagieren, ohne Zeit zu verlieren. Von daher für mich eine super Variante, gerade für so extrem verschmutzte Fahrzeuge und für alle Fahrzeuge, wo der Schmutz in den Tiefen sitzt. Und ein weiterer Vorteil, man sieht natürlich gleich, was man hat und der Kunde kann sich gleich reinsetzen, nachdem der Sitz ein bisschen wärmer geworden ist und losfahren und muss nicht noch einen Tag oder sogar 1,5 Tage stehen lassen, um auf die Trocknungszeit zu warten. Und wie gesagt, diese Trocknungszeit ist auch mal sehr tricky bei den Sitzen, weil wir natürlich erstmal Flecken haben, die manchmal wiederkommen nach dem Trocknen oder wenn wir zu sehr durchnässen, haben wir eine Feuchtigkeit im Sitzpolster, im Schaumstoff, die da drin bleibt und zu Schimmel führen kann, was immer nicht ganz ohne ist, von daher weitere Vorteile. Wie gesagt, wenn ihr noch weitere Fragen zum Trockeneis habt, noch weitere Videowünsche habt, schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.